Daumen hoch, das heißt, wir sollten jetzt in diesem Moment weltweit live zu erkennen sein. Hallo, Aya, Anwern Audio hier bei St. Abel, Schönefeld. Ich bin ein kleiner Techniker, kein Lehrer, kein Pädagoge. Viele bekannte Gesichter, das macht es mir ein bisschen einfacher. Ja. Hallo, wir wollten ein bisschen was dazu beitragen, zu diesem Event, und haben gesagt, wenn wir schon hier sind und ausstellen und Technik-Schnack machen, dann nutzen wir die Zeit doch und machen auch ein bisschen DSP-Schulungen. Ein Blick in Social Media zeigt mir, das ist nötig. Ein Blick hier in die Runde eher weniger bei den Teilnehmern. Anders fürs Publikum draußen. Aya-Event ist, hier messen sich die Leute mit ihren Fahrzeugen, wer hat den besten Sound, den authentischsten Sound im Auto. Ja, wir wollten hier im kleinen Rahmen ein bisschen was dazu beitragen. Haben das dann auf Facebook angekündigt, Social Media. Dann kamen die ersten Anfragen, könnt ihr das per Livestream übertragen? Ist ein bisschen doof, ich muss 800 Kilometer fahren. Haben relativ viele Anfragen, und gesagt, machen wir es. Dann kamen die ersten Anfragen aus Südamerika, aus Singapur und aus Hongkong, was sie tun müssen, um sich da einzuklicken. Und irgendwie scheinen wir da Investments getroffen zu haben. Das Interesse ist groß. Gut, nur ist es so, ist ein bisschen größer geworden. Patrick hält uns zwischendurch auf dem Laufenden, wie viele Teilnehmer wir dabei haben. Einmal ganz kurz zu meiner Person, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Die meisten kennen mich wahrscheinlich, mein Name ist Andi Ketter, 69 geboren, gehe also jetzt ins 53. Jahr, mache seit 40 Jahren Audio- und Lautsprecher. Digital Audio habe ich vom C64 gelernt, da war noch mit 64 Kilobyte und 1 Megahertz eine Spracherkennung zu programmieren, das war tricky. K-Audio natürlich mit dem Führerschein, 1987, erstes Auto, verlagert sich das Hobby. Hauptberuflich seit 1998 dabei, ursprünglich im Handel und später DSP-Entwicklung. Zunächst Freelancer für Gladen und Mosconi, mittlerweile wieder fest angestellt und CTO, Chief Technical Officer bei Gladen und Mosconi. Dann steigen wir auch direkt mal in die Materie ein. Was ist überhaupt HiFi im Auto? Auch nochmal hier für alle in die Runde, die vielleicht nicht so den Hintergrund dieser Schulung mitbekommen haben. Wir fangen bei Null an. Ich weiß, dass ihr als AYA, als Verein sehr offen seid, auch für Einsteiger, auch für Nicht-Profis, die da neu dazustoßen. Dennoch, dumme Fragen sind erlaubt, jede Art Fragen ist erlaubt und wer dumme Sprüche macht, fliegt raus. Das ist eine Einsteigerschulung. Okay? Definieren wir erstmal, was ist überhaupt Klang? Wo wollen wir hin im Auto? Und das muss jeder eigentlich für sich selber definieren. Das kann einem keiner vorschreiben. Auch das ist so eine Eigenschaft oder Eigenart von Social Media. Irgendeiner schreibt, was er haben möchte und 20 schreiben, so eine Scheiße, das kannst du nicht machen, das gehört so, das gehört so, das gehört so. Nee, ist Blödsinn, das gehört so, wie es dem Fahrzeugbesitzer gefällt, während der Fahrt. Und wenn da jemand gerne im Club unterwegs ist oder in einer Disco und mag seine Rundumbeschallung und die hämmernden Beats und mag sich das im Auto reproduzieren, dann soll er das machen. Mein Gott, er bezahlt dafür, wenn er Spaß dran hat. Ein bisschen anders sieht die Geschichte aus, wenn wir Live-Aufnahmen oder Studioaufnahmen betrachten. Da steckt hinter jeder Aufnahme steckt ein Tontechniker, ein Toningenieur, der eine Idee hat, wie das hinterher auf einer Anlage abgespielt klingen soll. Und das ist A, die Wettbewerbsszene, AYA, Emma, wie sie alle heißen, versuchen dieses Ziel möglichst gut zu erreichen. Das können wir aber auch mal für heute, für die Schulung, als Definition nehmen, wenn wir sagen, was ist überhaupt Klang. Klang haben wir dann erreicht, wenn es im Auto so klingt, wie der Toningenieur sich das vorgestellt hat. Und das geht im simpelsten Fall seit irgendwann 1960er Jahren etabliert, bis heute, trotz vieler Versuche mit vielen Lautsprechern drumherum, es geht nach wie vor immer noch mit Stereo. Ich habe einen Lautsprecher rechts, einen Lautsprecher links und diese Lautsprecher geben genau für die entsprechenden Ohren in unserem Kopf das wieder, was ich im Original, im Live
wenn ich im Publikum sitze, auch auf jedem Ohr habe. Und damit entsteht von diesen zwei Lautsprechern abgestrahlt, wenn denn alles stimmt, in meinem Kopf, vor meinem geistigen Auge, eine Phantomschallquelle, das Instrument, ich höre es im Raum schweben. Wenn alles stimmt. Das funktioniert zu Hause sehr gut und sehr simpel. Zu Hause brauchen wir nur zwei Lautsprecher, einen rechts, einen links. Wir brauchen keinen DSP, wir brauchen keine Aktivweichen. Weil Stereophonie zu Hause oder Musik hören zu Hause, wir haben nahezu perfekte Bedingungen durch den Raum, der ist gedämpft durch Gardinen, der ist mit Möbeln vollgestellt, wir haben wenig Halleffekte, wir haben wenig Reflexionen, wir haben ideale Möglichkeiten, die Lautsprecher aufzustellen und selber in die Mitte zu setzen. Das funktioniert wunderbar. Die Lautsprecher selber können so konstruiert werden, dass hinterher das Feintuning, das Equalizing, total passiv passieren kann. Nur mit Spuren und Kondensatoren. Und zum Beispiel dadurch, dass man die Lautsprecher auf der Schallwand versetzt und dadurch das akustische Zentrum auf eine Linie bringt, damit die Schallwellen zeitgleich von den verschiedenen Chassis bei mir am Ohr ankommen. Wenn das Ganze sauber eingestellt ist, klingt dieser ganze komplette Lautsprecher Zeit-, Phasen- und Amplitudenrichtig und produziert mir genau das, was ich im Konzert erlebt hätte. Dann kam irgendein Vollpfosten auf die Idee, beim Auto konstruieren, den Fahrersitz nicht in die Mitte zu bauen, sondern außenmittig. Setze ich mich in die Mitte, tut das bei den älteren Autos ziemlich weh am Hintern, weil ich einen Schaltknüppel im Hintern habe. Funktioniert nicht. Das heißt, diese ganzen perfekten Bedingungen für Stereophonie, die ich von Home Hi-Fi habe, von den zwei Lautsprechern, funktionieren im Auto nicht mehr. Mein Hörplatz ist außerhalb der Mitte, das heißt, ich habe unterschiedliche Lautstärken und unterschiedliche Schallaufzeiten zu den einzelnen Lautsprechern. Die Lautsprecher selber haben sehr schlechte Bedingungen. Die Blechaußenhaut von der Tür, da kann ich dämmen, wie ich will, ist nicht vergleichbar mit einem massiv holzgebauten Lautsprechergehäuse, inklusive Abstimmung, perfekt auf Volumen, Bassreflex und so weiter. Die Lautsprecher von den Positionen. Zu Hause guckt mich der Lautsprecher sofort an, ich höre den auf Achse. Im Auto hängt er meistens irgendwo im Fußraum. Ich höre den auf Winkel. Also Das ist ja plötzlich Raummikrofon, was du, oder? Was denn? Ich höre den auf Winkel. Das ist stumm geschaltet. Okay, weil das so ein komischer Nachhall ist. Und Nee, das ist das hier. Das ist stumm ein geschaltet. Punkt im Fahrzeug. Blöderweise sind die mit sehr vielen Fenstern versehen, damit man da rausgucken kann. Das ist nur Diese Fenster Mikrofon reflektieren auch sehr, sehr gut den Ja. Schall. Das heißt, wenn ich einen Schall von einem einzelnen Punkt abstrahle, habe ich innerhalb von Millisekunden ein Konglomerat an Schallwellen um mich Was natürlich sein kann, dass der, gut, das kann ich mir aber nicht vorstellen, das müsste ja stumm geschaltet sein. Das hier. Das macht Da ist es ja auch irgendwie eins drin. nochmal schwieriger, im Nee, Fahrzeug nur überhaupt diese Aber hört man es Stereoanlage doll, dass da ein Nachhall ist? Oder? Aber ist drin, oder wie? Was kann man dagegen tun? Den Also, außenmäßigen ich Hörplatz kenne und die das unterschiedlichen Abstände Man fühlen. Das kann klingt man mit einfach. Delay oder Gain Also, das ist so, ausgleichen. wie man Delay eben heißt das Zeitverzögerung. Mikro noch ansteckt. So, Ich sage ganz einfach, der weiteste Lautsprecher. Ja gut, das kann natürlich jetzt hat sein, den dass das längsten mit Weg, dem, der Schall ist am längsten unterwegs. dass das jetzt Um nicht an die 100% sauber Oberrichtung eingepegelt ist. zu kommen. Eine Millisekunde Verarbeitung. Ja, legt der Schall 34 cm Also die AUX, zurück. das Ding ist, die AUX-Geschichten hier, die sind ja eh scheiße. Ich steige da später ein bisschen weiter drauf ein. So, jetzt kann ich diesen am weitesten entfernten Lautsprecher, den Subwoofer lassen wir mal außen vor, den weitesten entfernten kann ich als Referenz nehmen und alle anderen verzögere ich elektronisch so weit, dass sie theoretisch zeitgleich wieder am Hörplatz ankommen. Das Delay, das Gain, also der Level der Lautsprecher spielt auch mit rein, weil je weiter ein Lautsprecher entfernt ist, natürlich umso leiser wird er oder umso geringer ist der Schalldruck, der bei mir am Hörplatz ankommt. Also einen Lautsprecher, der näher dran ist, muss ich A zeitlich verzögern und B im Pegel etwas absenken, damit Also Frank ist jetzt, das Ohr sich richtig verarscht fühlt.
Wir haben, gehen wir mal zurück, die Home-HiFi-Geschichte, ein Mehrwegsystem, wo wir Lautsprecher für unterschiedliche Frequenzen auf einer Achse platzieren können, durch die Konstruktion des Lautsprechers. Das haben wir im Auto nicht, weil meist die Tieftöne im Fußraum platziert sind, die Hochtöne am Spiegeldreieck oder A-Säule. Das heißt, wir haben nicht nur die außenmittige Hörposition, wir haben auch vom einzelnen Lautsprecher zum Ohr unterschiedliche Schalllaufzeiten. Wie sich das im Einzelnen auswirkt, das hat Auswirkungen auf Amplitude und Phaseordnung, kommen wir später noch mal ein bisschen zu. Das gleichen wir auch mit dem Delay an. Die schlechten Bedingungen für die Lautsprecher bekommen wir durch elektronische Filter, die aktiv weichen, Shellfilter, wenn ein Tieftöner unten in der Tür eingebaut ist und der mag im oberen Bereich nicht mehr so frisch rausspielen oder bricht da ein in Frequenzgang. Das heißt, er wird zu hohen Frequenzen leiser. Können wir das elektronisch wieder korrigieren. Dafür gibt es aktive Frequenzweichen, die einmal den Frequenzbereich zuweisen und einmal die entstehenden Fehler im Fahrzeug korrigieren können. Wenn wir das soweit alles gemacht haben, dann können wir noch die wildesten fahrzeugakustischen Probleme, sprich die Reflexionen, Wohlkammereffekt, Resonanzen rausfiltern, mit dem Equalizer. Diese ganzen Geschichten, ich habe euch angedroht, wir fangen bei 0 an, diese ganzen Geschichten, um die Fahrzeugakustik in den Griff zu bekommen, kann ein DSP, ein digitaler Signalprozessor. Wenn wir uns das alles zusammen angucken, dann wissen wir auch, warum es zu Hause ohne funktioniert, im Auto ohne DSP nicht funktioniert. Natürlich haben wir in den 80er, 90er Jahren auch HiFi-Anlagen im Auto, die Spaß machen. Die haben allerdings nie so authentisch geklungen, wie das der Erschaffer der CD und der Künstler sich gedacht haben. Gehen wir auf die Punkte nochmal einzeln ein. Wie gesagt, der am weitesten entfernte Lautsprecher hat die längste Strecke, hat damit automatisch, braucht die längste Zeit von der Schallquelle zum Hörplatz. Das ist unsere Referenz, der bleibt bei 0 stehen. Alle anderen Lautsprecher verzögern wir entsprechend, dass es zeitgleich am Ohr ankommt. Und dabei machen wir es genauso, wie es in der Natur passiert. Die linken Lautsprecher, links ist da, wo die Uhr ist, die linken Lautsprecher optimieren wir aufs linke Ohr, die rechten Lautsprecher optimieren wir aufs rechte Ohr. Hier ist Referenz, alle anderen verzögern wir. 1 Millisekunde entspricht 130 cm. Damit wir mal ein Gefühl dafür bekommen, wie viel das überhaupt ist. 1 Millisekunde ist bei 1 Kilohertz Ton, den man sehr, sehr gut wahrnehmen kann und auch sehr gut orten kann in der Richtung, ist 1 Millisekunde eine komplette Schwingung, Sinusschwingung. In diesem Bereich, eine Sinusschwingung entspricht einem Phasenwinkel von 360 Grad. Und in diesem Bereich, 1 Kilohertz, ist das Ohr in der Lage, unser menschliches Gehör auf 3 Grad genau aufzulösen. Das heißt, diese 1 Millisekunde, die Unterschied ausmacht zwischen links und rechts, bringt unser Ortungsempfinden komplett durcheinander. Weil das Ohr viel, viel sensibler ist. Wenn es in die Praxis geht beim Einstellen, als erstes wird mal das Time Delay eingestellt, weil das auch wieder Einfluss auf andere Komponenten hat. Und ich versuche diese ganze Schulung möglichst markenoffen zu gestalten, nicht nur auf einen DSP-Hersteller, das ist allgemeingültig. Nur jeder Hersteller macht das anders. Der eine gibt die Verzögerung an beim Einstellen, der andere gibt den Abstand an
Und der dritte rechnet die Verzögerung in einen Abstand um. Also da Tutorial-Videos, Bedienungsanleitungen gucken, wie macht mein DSP-Hersteller das, damit ich das nicht am Ende genau kreuzverdreht einstelle. Kleine Anekdote aus der Praxis. Ich habe auch jahrelang Reparaturservice gemacht für unsere Gladen Mosconi DSP-Produkte und ich kann euch sagen, mindestens die Hälfte kommt genau spiegelverdreht von den Einstellungen. Ich gucke immer mal in die Einstellungen, was ist da eingestellt. Und bei mindestens der Hälfte aller DSPs ist die rechte Seite, unsere Referenz, der am weitest entfernte Lautsprecher, elektronisch nochmal verzögert worden, weil der DSP einfach gespiegelt eingestellt wurde. Und so viele Rechtslenker gibt es auf der Welt nicht. Filterfrequenzweichen. Wenn wir die ungünstigen Bedingungen, die im Fahrzeug herrschen, in den Griff bekommen wollen, dann müssen wir das mit einem aktiven System machen. Aktiv bedeutet, jeder Lautsprecher hat seinen eigenen Endstufenkanal, bekommt seinen eigenen Frequenzbereich vorgegeben, zugewiesen vom DSP und nicht nur ein Voll-Stereo-Signal, ein Kabel nach rechts, ein Kabel nach links, wie es beim Home HiFi ist. Jeder Lautsprecher wird einzeln betrachtet. Und dann muss der DSP natürlich auch jedem Lautsprecher seinen eigenen Bereich zuweisen. Spielt der Hochtöner den Bass, hört sich scheiße an, aber nicht lange, dann ist er kaputt. Ganz pfiffig an der Stelle ist, wenn wir Lautsprecher eingebaut haben, jetzt wenn wir mal Messtechnik außen vor lassen. Ich versuche bei der ganzen Schulung ohne Messtechnik auszukommen. Wenn wir Lautsprecher haben, wo es ein Datenblatt zu gibt, wo ich mir also von vornherein schon mal angucken kann, in welchem Bereich spielt der Lautsprecher überhaupt freiwillig, linear, und in welchem gibt er freiwillig auf und wird von sich aus schon immer leiser. Das ist jetzt hier ein 165er Tiefmitteltöner. Da sehe ich also, den kann ich sinnvoll einsetzen, hier im Bereich irgendwo 80, 90 Hertz, und danach stecke ich nur noch Leistung rein, der produziert keinen Schalldruck mehr. Und was ich auch sehe, je näher ich Richtung Resonanzfrequenz des Lautsprechers komme, und dafür brauchen wir das Datenblatt, wenn wir keine Messtechnik haben, je weiter es Richtung Resonanzfrequenz geht, umso größer werden die Fehler des Lautsprechers, die wir eigentlich vermeiden wollen. Die Gruppenlaufzeit, die Phasenverschiebung, alles, was ein Lautsprecher an Fehlern produziert, steigt rapide an in der Nähe der Resonanzfrequenz. Ein paar goldene Regeln für später. Beim Hochton wird in meinen Augen sehr häufig ein Fehler gemacht, dass er viel zu tief getrennt wird. Als absolutes Untergrenze der Trennung eines Hochtöners ist die Resonanzfrequenz mal 2, und das bei einer 24 dB, bei einer sehr steilen Trennung. Je flacher ich trenne, kommen wir auch gleich nochmal drauf, umso mehr Energie bekommt der Lautsprecher in einem Bereich, wo er es eigentlich nicht mehr mag. In dem Bereich wird es A, kritisch für die Schwingspule und für die Mechanik. Es droht die Zerstörung, was aber auch exorbitant steigt, ist Klirr und Verzerrungen. Deshalb das einmal im Hinterkopf behalten. Hochtöner, Resonanzfrequenz mal 2, dann bin ich auf der sicheren Seite bei einer 24 dB Trennung. Abseits der Resonanz sind Lautsprecher gutmütig, habe ich gerade auch angesprochen. Also das erkennt man auch am Frequenzgang. In dem Bereich, wo ein Lautsprecher einen linearen Frequenzgang hat, kann man auch in aller Regel, wenn der nicht total beschissen konstruiert ist, davon ausgehen, dass der wenig Fehler macht. Der macht eine geringe Phasenverschiebung, der hat eine geringe Gruppenlaufzeit. Das sind alles Faktoren, die mir das Leben schwer machen, die ich mit einer geschickten Trennung umgehen kann. Einfach mal als Beispiel, Zwei-Wege-System, ein Datenblatt.
Hier ist sogar noch angegeben, die untere Trennfrequenz vom Hochtöner, abhängig von der Flankensteilheit, wo man nicht drunter gehen sollte. Wenn man da drunter gehen sollte, muss man schon wissen, was man tut. Ist natürlich auch abhängig vom Pegel. Je lauter ich höre, umso mehr Pegel der Lautsprecher machen muss, umso gefährlicher wird es natürlich, wenn er in einem Bereich Leistung bekommt, wo er die Leistung nicht mag. Oder hier Pro 165, da habe ich die Resonanzfrequenz, da weiß ich bei einem Türlautsprecher, da muss ich möglichst weit von weg bleiben. Und hier habe ich auch angegeben die Resonanzfrequenz 720 Hertz und angegeben ist 1600 Hertz minimale Trennfrequenz, Faktor 2. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Und als drittes, wenn wir Time Delay und die Frequenzweichen eingestellt haben, haben wir noch den Equalizer zur Verfügung. Auch da sehe ich jeden Tag bei den eingestellten DSPs, die zu uns zum Service kommen, dass es maßlos übertrieben wird. Man kann sich dann natürlich, wenn man jahrelang einstellt und einmisst, immer mal da ein halbes dB und da ein halbes dB runter, was aber tagesformabhängig ist, ob man das überhaupt hören kann. Aber man muss sich auch mal vor Augen führen, was ist unser Gehör überhaupt in der Lage aufzulösen? Und ein guter Anhaltspunkt dafür sind die Barkbänder. Das Gehör ist im Prinzip eine Hintereinanderschaltung von Bandpässen, von 25 Bandpässen. Und jeder dieser Bandpass ist in der Lage, diese Bandbreite an Tonsignalen aufzusetzen und dem Hirn weiterzuleiten. Ein psychoakustischer Effekt ist ein Schalldruckpegel, eine Energie, die nur innerhalb eines Barkbandes stattfindet, wird deutlich geringer wahrgenommen als die gleiche Energie über mehrere Barkbänder verteilt. Das heißt, ein breites Spektrum einer Überhöhung nehme ich sehr, sehr viel deutlicher wahr und stört mich mehr beim Musikhören als eine schmalbandige Überhöhung oder Senke. Da ist das Gehör überhaupt nicht in der Lage, das so fein aufzulösen. Und deshalb, gerade für den Einsteiger, nutzt den Equalizer, um grobe Fehler zu beseitigen, wirklich Frequenzbereiche anzuheben oder abzusenken, die störend sind, aber versucht nicht, jeden kleinen Zipper mit einem Equalizerband rauf oder runter zu biegen. Man stellt sich tot ein und am nächsten Tag setzt sie sich ins Auto und denkt so, was hast du denn da eingestellt? Entweder man denkt, es klingt genauso wie vorher oder das ist totale Scheiße und fängt wieder bei Null an. Eine goldene Regel beim Equalizer. Man muss beachten, woher kommt überhaupt eine Überhöhung oder Senke im Frequenzgang. Und da ist im Auto sehr häufig eine stehende Welle die Ursache. Klassisches Beispiel hat fast jedes Auto mit einem Türlautsprecher unten vorne links. Die stehende Welle zwischen Lautsprecher und Mittelkonsole, je nach Fahrzeuggröße, Abstand zwischen 450 und 550 Hertz. Kleinere Autos ein bisschen höher in der Frequenz, größere Auto ein bisschen geringer. Habe ich eine massive Senke im Frequenzgang. Die kann 15 dB tief sein. 15 dB ist nur noch ein Viertel der Schallleistung, was am Ohr ankommt. A ist die sehr schmalbandig. Ich brauche also schon ein sehr, sehr geübtes Ohr, um die überhaupt zu hören. B, dadurch, dass es durch eine stehende Welle, durch eine Reflexion entsteht. Eine Reflexion entsteht daher, die Schallwelle wird ausgestrahlt, wird an der Mittelkonsole reflektiert, wird zurückgestrahlt und kommt phasengedreht, also auslöschend, bei mir am Hörplatz an. Je mehr Energie ich in dem Bereich auf den Lautsprecher gebe, umso größer wird auch die Reflexion und es passiert nichts. Das heißt, ich habe 15 dB Senke im Frequenzgang, packe 15 dB drauf und sehe dann, wenn ich es nachmesse,
Da haben sich vielleicht höchstens 3, 4, 5 dB getan. Ist immer noch eine 10 dB Senke. Jetzt kann ich nochmal 10 dB draufpacken. Bin ich bei der 8-fachen Leistung in dem Frequenzbereich. So langsam fängt die Spule an zu glühen, die Senke ist aber immer noch nicht weg. So, deswegen oberste Grundregel, wenn der Equalizer eingesetzt wird, Frequenzgang angucken, wo ich was verändern möchte. Das geht jetzt wieder Richtung Messtechnik. Angucken, wo ich was verändern möchte, Veränderung einstellen, nachmessen. Stellt sich die angestrebte Veränderung ein, okay, Equalizer lassen. Gerade wenn ich Frequenzen anhebe, hebe ich 6 dB an und da tun sich nur 1, 2, 3 dB, Finger weg. Das ist ein Fehler, den kann ich auch elektronisch nicht korrigieren, weil er einfach fahrzeugakustisch gegeben ist, aus genanntem Grund. Stehende Welle, Reflexion. Das heißt, je mehr Energie ich drauf gebe, umso größer wird auch der auslösende Faktor für diese Störung. So, jetzt seid ihr schon mal an einem Punkt und ganz kurz muss ich ja ein bisschen Eigenlob hier einwerfen. Ich bin ja hierhin geschickt worden. Jetzt seid ihr an einem Punkt, wo ihr verstanden habt, wofür der DSP gut ist, gebraucht wird und wollt unbedingt einen haben, weil ihr genau dieses Klangfeeling im Auto auch reproduzieren wollt. Und dann geht ihr natürlich zum Händler und wollt einen DSP kaufen und an der Stelle muss ich mal kurz einwerfen, die Firma, für die ich stehe, Gladen und Mosconi. Wir sind zum einen technisch sehr weit vorne dabei, durch ein geniales Team. Unser Chefentwickler ist Filippo Cagna, sagt vielleicht den alten Hasen noch was. Er hat eine Masterstroke gebaut, eine PA-Serie gebaut, eine A-Class gebaut. Der hat schon eine lange Legende, was Analogtechnik, er macht bei uns die komplette Analogtechnik und Netzteile. Dann haben wir Daniel Gradert mit an Bord geholt, kommt von Rainbow, hat am Referenzsystem mitgearbeitet, hat beim Germanium-System mitgearbeitet, hat am Rainbow DSP mitgearbeitet und hat einen ganz interessanten Hochtöner jetzt gerade entwickelt. Patrick hat einen mit, später, nach der Schulung, mal einen Blick drauf werfen. Patrick Gladen ist auch hier zu meiner Unterstützung, ist mittlerweile auch voll in der Gladen Europe eingebunden, hat seinen Werdegang in der OEM-Industrie und ist unsere wandelnde Datenbank, weil er Parts-Link und Zugänge zu OEM, wenn ihr einen Mercedes habt, Patrick guckt in die Original-OEM-Mercedes-Datenbanken rein und weiß, wie das Auto gebaut ist und wie die Steuerung funktioniert und Audioausgänge. Erschreckend ist, er ist so jung, er kann sich das auch noch alles merken. So, zu mir brauche ich nicht viel sagen. Was mir persönlich aber auch ganz wichtig ist, im Moment schreit die ganze Welt nach Nachhaltigkeit und Effizienz und es ist mir unbegreiflich, dass es heute immer noch Firmen gibt, die nach Asien gehen zum Produzieren. Wir sind seit 5 Jahren dabei, immer mehr wegzuholen von Asien und immer mehr in Deutschland bzw. in Italien zu produzieren. Das ist nicht immer ganz schnell umgeswitcht, manche Dinge brauchen ein bisschen länger, aber Mosconi Italien zum Beispiel hat es geschafft, sämtliche Zulieferer, vom Gehäuse über Lackierer, über Pulverbeschichter und so weiter, selbst die Chiphersteller sitzen teilweise in Italien mit ST Semiconductors, einen Umkreis von 100 Kilometer. Unsere Subwoofer-Gehäuse kommen mittlerweile auch aus Deutschland, sind OEM-zertifiziert, schadstofffrei, da dünstet kein Formaldehyd aus, gar nichts. Und was beim Thema DSP vielleicht nicht ganz uninteressant ist, weil die Technik im Auto sich weiterentwickelt und wir dafür neue, andere DSP-Funktionen brauchen, um das in den Griff zu bekommen. Einen Mosconi-Verstärker von 2008 könnt ihr reparieren lassen bei uns, kein Problem, wir machen den Service dafür. Und wir bieten einen branchenuntypisch langen Update-Service an. Bei uns könnt ihr auch einen DSP von 2016, den ersten 8-12 Aerospace, noch auf die aktuelle Oberfläche
updaten lassen und habe damit wieder ein top aktuelles Gerät. Gut, soweit Werbung in eigener Sache, damit die Entscheidung vielleicht, welchen DSP-Verstärker oder welchen DSP ein bisschen einfacher fällt. Dann ganz kurz bis hierhin Anregungen, Fragen, irgendwas untergegangen, bevor wir an die Praxis gehen. Also Reihenfolge nochmal, ist immer Erstlaufzeit und dann Equalizer, beziehungsweise die... Ja, wenn ich mit der Schulung durchgehe, bist du in der Reihenfolge Delay, Filter, Aktivweichen, Equalizing bei einem sehr, sehr guten Level angekommen. Damit hast du schon eine sehr brauchbare Anlage. Wo ich dann am Ende nochmal drauf komme, alle Faktoren beeinflussen sich gegenseitig. Stellst du das Delay ein, danach den Filter, veränderst du in Grenzen wieder das Delay, das heißt, du musst theoretisch wieder zurückspringen. Deswegen, bevor es jetzt den Weg in die Praxis geht, was stelle ich überhaupt wo ein? Wie gesagt, natürlich mache ich das an unserer Mosconi DSP-Oberfläche. Bei uns gibt es 3 Möglichkeiten, zum Erfolg zu kommen. Wir können in 60 Sekunden ein fertiges Setup reinladen. Demonstriere ich gleich mal kurz als erstes. Wir können in 3 Minuten ein Setup erstellen, was erstaunlich gut funktioniert. Und wir können manuell einstellen. Und das wissen gerade die AYA-Teilnehmer hier. Das kann dauern zwischen 20 Minuten und 72 Jahren. Da bin ich schon einen zu weit. So, jetzt habt ihr mal ganz kurz die Möglichkeit, verschnaufen, fragen. Ich muss das hier nämlich einmal neu. Einmal kurz die Software neu starten. Das ist mein Entwicklermodus. Gut, zur Demonstration mitgebracht habe ich Pico 810 DSP. Ich verbinde den DSP. So, und im ersten Fenster im Launcher haben wir unten links den Button Setup Wizard und Sound Up. Das sind die beiden Möglichkeiten, 60 Sekunden oder 3 Minuten. Der Wizard ist verbunden mit einer Online-Datenbank. Da sind alle unsere Lautsprecher drin, aber auch Universalchassis, die man einstellen kann. Und da sind sehr viele Fahrzeuge hinterlegt, die wir schon mal ausgemessen haben. So, der einfachste Weg, ich komme vom Händler, habe mein DSP und möchte Sound im Auto haben. Der einfachste Weg ist, ich aktiviere den Sound Up Wizard und suche mir hier ein Fahrzeug raus, wo es von uns ein fertiges Set für gibt. Ob ich nur die gleichen Lautsprecher da drin habe, wie in dem fertigen Set, in dem Sound Up Set oder andere, geht es erstmal nicht drum. Ich bekomme damit eine Grundeinstellung in den DSP, dass ich einen Hochpassfilter für die Hochtöner gesetzt habe, dass ich die Laufzeiten schon mal passig habe, dass die Fehler der einzelnen Lautsprecher, die ich aus dem Datenblatt entnehmen kann, kommen wir gleich später noch zu, schon mal mit korrigiert sind. Das heißt, ich habe einen Hyundai i30 mit einem aktiven Frontsystem, habe ich mir aufgebaut, hier i30 N-Performance. 2-Wege-Aktivsystem kann ich mir aus dem Sound-Up-Helper raussuchen. Dann kann ich mir ein Datenblatt angucken, kann gucken, wie ist das Auto gebaut, was wir gebaut haben. Kann mir das komplette Setup reinladen und habe den DSP komplett voreingestellt.
Gehe auf Dann, speichere das Ganze in einem Preset. Das wird zum DSP geschickt und der DSP ist eingestellt für ein 2-Wege Aktiv-Frontsystem plus Subwoofer und es funktioniert. So, und jetzt genau an dieser Stelle habe ich als absoluter Neuling schon mal eine Ahnung, was trage ich überhaupt wo ein, welche Faktoren sind da. Wenn ich mir zum Beispiel, was ja gerade beim i30 hochinteressant ist, Eingangsequalizing, weil das Werksradio so dermaßen den Frequenzgang und die Phase verbiegt. Mit den Allpässen. Ich habe den Hauptequalizer, ich habe die Aktivweichen gesetzt. Da ist die Aktivweiche. Ich habe also eine täglich wachsende, sehr, sehr große Datenbank verschiedener Fahrzeuge, wo ich schon mal eine grobe Richtung eingestellt habe, dass zumindest nichts in die falsche Richtung geht. Weil auch das muss ich mal ganz kurz zwischendurch einwerfen. Eine nicht eingestellte DSP-Endstufe ist ja im Prinzip im ersten Moment mal nicht besser und nicht schlechter als eine Endstufe ohne DSP. Klingt wie ein Brötchen, klingt wie ein Brötchen. DSP eingestellt, klingt wie ein Mettbrötchen, das andere ist immer noch ein trockenes Brötchen. Und jeder Schritt, den ich einstelle, und wenn es nur eine ganz grobe Laufzeitkorrektur ist, und wenn ich mal nur der linken Seite eine Millisekunde drauf gebe, jeder Schritt in die richtige Richtung wird das Ergebnis verbessern. Wann ich den Level erreicht habe, dass ich sage, jetzt ist das Level gut oder jetzt ist das Level perfekt, ist eine andere Sache. Aber jeder Schritt, den ich in die richtige Richtung gehe, verbessert das Ergebnis. Und dafür sind halt diese fertigen Setups ganz pfiffig, weil man sich schon mal angucken kann, in welche Richtung geht es überhaupt. So, jetzt starte ich nochmal neu. Kommt man an die Datenbank auch ran über die normale Internetseite, um zu gucken, welches Auto kaufe ich mir und welchen Prozessor kaufe ich mir? Also nee, andersrum. Komme ich vor, oder kann ich vorher auch schon gucken? Du kannst das Ganze natürlich offline machen. Du kannst dir die Software runterladen, kannst offline den Wizard starten und kannst dir verschiedene Fahrzeuge, jeweils das Datenblatt angucken und die Setups angucken. Ja. Dafür brauchst du den DSP noch nicht gekauft zu haben. Bitte kaufen Sie erst das Produkt. Wie gesagt, es geht hier heute nicht darum, ein perfektes, eingemessenes, AJA-taugliches Setup zu erstellen. So, nächste Möglichkeit, und die dauert etwa 3 Minuten. Ich mache mit ein paar Klicks, erstelle ich mein Auto. Ich bin genau davor, ne? Ich kann sagen, ich habe eine Mittelklasse, Golf, Hyundai i30, ähnliches von den Formaten. Ich kann sagen, ich habe ein aktives 2-Wege-Frontsystem und da genau ist unsere Datenbank auch wieder online hinterlegt, kommt ein neuer Lautsprecher dazu, ist ja in der Datenbank eingepflegt. Ich habe den Siro 25, beliebter Hochtöner, HG25 SG. Den habe ich angeklemmt an Ausgang 1.2. Ich habe von mir aus einen Pro 165 an Ausgang 3.4. Das ist fertig. Ich habe einen Subwoofer im Kofferraum. Und zwar habe ich einen RSX 10 VB. Und da noch einmal gibt es auch universal. Das geht dann nicht so in die Tiefe mit den Einstellungen, das ist dann die Grundeinstellung, die gemacht wird. In dem Moment, wo ich einen fertigen Subwoofer von uns auswähle,
ist der mit all seinen Charakteristiken berücksichtigt. So, der hängt an Ausgang 5 und 6 und von mir aus habe ich noch ein passives Hecksystem. Ein Alpha als Koax. Der hängt an 9 und 10. Dann fertig. Auch das wieder kann ich speichern. Er überträgt gerade zum DSP. Ich habe alle Namen richtig eingetragen. Ich weiß, an welchen Ausgängen welcher Lautsprecher dranhängt. Ich habe das Time Delay in die richtige Richtung eingestellt. Mittelklasse ist natürlich nicht Mittelklasse, Hyundai ist nicht Golf, aber die grobe Richtung geht. Und solange die grobe Richtung in die richtige Richtung geht, bringt es mich einen Schritt nach vorne. Es gibt also ein paar Mythen, eine dezent falsch oder wenig falsch eingestellte Laufzeit ist schlechter als eine gar nicht eingestellte Laufzeit. Blödsinn. Solange das in die richtige Richtung geht, ist es besser, die Laufzeit grob einzustellen als gar nicht. So, das war die Nummer in 3 Minuten, DSP einstellen. Anhand der Chassis mit den hinterlegten Daten werden alle Einstellungen gemacht. Auch dann kann ich mich als Neuling durchklicken durch die Einstellung, was hat der Wizard hier eingestellt, und kann man überlegen, warum hat er das eingestellt. So, an diesem Punkt sind wir, hoffe ich mal, so weit, dass wir zumindest mal die Angst vor dem DSP und die Angst vor der Technik genommen haben. Der Einstieg da rein ist super einfach. Du hast das eben, Frank, wenn ich nochmal dazwischen greifen kann, Ja. du hast das eben, ging vielleicht unter beim Integrieren der einzelnen Lautsprecher. Hecksystem, Grundfrage, mit integrieren oder nicht mit integrieren? Der eine schreit, um Gottes Willen, der nächste schreit, ja, warum nicht? Eine Sekunde. Ich schreibe einmal das Default-Setup. Hecksystem. Hecksystem ist, ja, für den ersten User, den ich vorhin gezeigt habe, der Club-Atmosphäre haben will, der braucht ganz klar ein Hecksystem. Der braucht Musik von allen Seiten. Die klassische Stereophonie, wenn ich das reproduzieren will aus der Konserve, wie es in Live geklungen hat, kann man sagen, brauche ich nicht. 2 Lautsprecher, Stereo, Frontsystem reicht. Aber eine Konzerthalle hat auch eine Rückwand. Und wenn ich im Konzert stehe, im Publikumsraum und höre das Konzert live, dann habe ich auch Reflexionen von hinten. Die Band spielt vorne, der Schall kommt auf mich zu, passiert nicht, wird an der Rückwand reflektiert und ich habe auch von der Rückseite eine Schallreflexion, die zum Raumgefühl beiträgt. Bei Studioaufnahmen nicht. Bei Studioaufnahmen ganz klar reicht vorne, rechts, links. Dann bekomme ich so hin, wie es auf CD sein soll. Bei Live-Konzerten brauche ich ein Hecksystem. Ja. Dezent eingesetzt für das Raumgefühl. Gibt es auch Algorithmen, die das so simulieren können, dass genau nur dieses Raumgefühl reproduziert wird. Wenn es zu laut wird oder zu dominant, macht es mir vorne die Bühne kaputt. Das ist richtig. Aber generell, also dieses um Gottes Willen kein Hecksystem, kann ich nicht nachvollziehen. Mit einmessen, ja, nein. Auf jeden Möglichkeiten beim Passiv, du hast eben ein Passivsystem mit eingepflegt. Du kannst ja nicht großartig, du kannst nur die links und rechts mit einmessen, aber mehr. Wenn es denn so leise eingepegelt ist und so mit Signalen gefüttert ist, dass es wirklich das Raumempfinden reproduzieren soll, dann kannst du auf das Einmessen fast verzichten, weil du auch die Frequenzgangfehler dann in diesem Konglomerat im Auto nicht wahrnehmen kannst. Kritisch ist natürlich auch wieder Thema Hecksystem. Ich selber fahre Mercedes C-Klasse, da sitzt das Hecksystem in den hinteren Türen.
Das ist immer aus, auch bei Live-Konzerten. Aus dem einfachen Grund, der nächste Frontlautsprecher ist 80 cm entfernt. Der Hecklautsprecher in der hinteren Tür quäkt mir aber aus 20 cm Abstand direkt ins Ohr. Den kann ich leise einpegeln, wie ich will. Der macht mir immer alles kaputt. Ja. Aber so diese klassische Kompaktklasse, hinten rechts und links neben der Hutablage oder ähnliches, spricht in meinen Augen nichts dagegen. Dann kommen wir jetzt mal dazu, was stellen wir überhaupt wo ein? Oder wollen wir einen kurzen Break machen? Ich weiß nicht, wie 5 Minuten? Kurzen Break, 5 vor 1, dann gucken wir, wie weit die Pizza ist. 5 vor 2. Treffen wir uns wieder hier. Okay? Okay. So, die Technik sagt, wir sind wieder live. Die Pizza ist dazwischen gekommen. Wir machen trotzdem locker weiter. Okay, wir wissen jetzt ungefähr, welche Parameter wir wo einstellen. Nein, wir wissen, welche Parameter wir einstellen sollen, damit es besser wird, wissen aber noch nicht, wo wir die einstellen sollen. Da kann ich für unsere Software sprechen, die ist logisch aufgebaut. Das grundsätzliche Vorgehen ist bei allen Herstellern gleich. Wenn ihr was anderes, einen anderen Hersteller, DSP-Hersteller verbaut habt, benutzen wollt, entsprechend in der Software gucken, wo sind die Punkte, die wir gleich ansprechen. Generell ist mal die obere Bildschirmhälfte der komplette Signalweg, der Signalfluss von den Eingängen. Die 1, 2, 3, 4 Eingangspaare habe ich hier dargestellt. Den optischen Eingang SPDIF habe ich als Eingang 910 dargestellt. Dann geht es über das Signalrouting, über die Hauptequalizer zu den Ausgangspfaden und immer den Punkt, den ich gerade anklicke, wo ich drin arbeite, der wird mir im Prinzip vergrößert in der unteren Bildschirmhälfte dargestellt. Hier im Beispiel, ich arbeite gerade an Kanal Ausgang 5.6. Der Button ist markiert und die Vergrößerung von Ausgang 5.6 ist hier unten drin mit allem, was ich für diesen Ausgang einstellen kann. Die Aktivweichen und die Ausgangsfilter. Generell alles, was ich klicke, alles, was ich höre, ist sofort wirksam und ist sofort gespeichert. Ich brauche am Ende nicht finalisieren oder zum DSP schicken oder ähnliches. Eingestellt, höre ich, abstöpseln, bleibt gespeichert. Eine kleine Sicherheitsschranke haben wir eingebaut. Numerische Felder wie Frequenzen müssen mit dem Return bestätigt werden. Fällt der ein oder andere schon mal drauf rein, hat den ganz einfachen Hintergrund. Möchte ich einen Hochpass einstellen für einen Hochtöner, 2500 Hertz und fange an die 2 zu tippen, steht das ja theoretisch erstmal bei 2 Hertz. Also muss man das erstmal fertig tippen, 2500, dann bestätigen und dann wird es übernommen. Alles andere wird sofort übernommen. Und haben wir schon angesprochen, was man hört, ist auch sofort gespeichert. Das einmal zur grundsätzlichen Bedienung. Ach, hier ist ja mein. Bevor ich anfange, irgendwas einzustellen, kurze Praxis- und Sicherheitscheck. Das erste, was ich mal mache, am besten noch, wenn die Lautsprecher gar nicht angeschlossen sind oder kein Signal drauf ist, die Aktivweichen für einen Hochtöner oder wenn ich einen empfindlichen Mitteltöner drin habe, schon mal die Aktivweichen einstellen, zumindest den Hochpassfilter, dass mir die nicht kaputt gehen. Und dann wichtig, einmal Eingangssignal und Ausgangssignal prüfen, ob vorne, hinten, rechts, links, Balancefeder, ob das alles passt. Weil auch das ist schon passiert, dass nach einer 2-stündigen Einmesssession rausgekommen ist, bei Hotel California, das Ding spielt auf der linken Seite und nicht auf der rechten. Warum?
Ist dir passiert? Nicht nur einmal. Gut, also einmal umklemmen, alles auf Reset. Demonstriere ich einmal ganz kurz, wo wir das machen. Wie gesagt, ich habe hier mal ein paar blöde Testlautsprecher mitgebracht. Die kann ich auch im Messmenü einfach mal mit einem Pink Noise, mit einem rosa Rauschen füttern. Und kann mir dann die Lautsprecher einzeln zuschalten. Wenn ich im Auto sitze, höre ich, das ist der vorne links, vorne rechts, hinten links. Für mich ist das immer. So, und dann, wie ich gesagt habe, als erstes mal einstellen, Aktivweiche. Wir gehen mal davon aus jetzt, wir tun mal so, das wäre ein Hochtöner mit den 720 Hertz. Das heißt, ich stelle mir den erstmal auf eine 24 dB Trennung bei 1600 Hertz. Ist eingestellt. Wenn ich jetzt mein rosa Rauschen anmache, es rauscht aber viel höher, dem Hochtöner kann schon mal nichts mehr passieren. Das sind die ganz kurzen, in einer Minute Basischecks, die ich vorweg mache, bevor ich irgendwas anderes anfange, damit ich nicht die Schleife drehe und am Ende alles resette und von vorne anfange. Dann habe ich natürlich ein Signalrouting, das heißt, ich habe mehrere Eingänge vom Radio und mehrere Ausgänge für verschiedene Lautsprecher, Hochtöner, Mitteltöner, vorne, hinten, Mehrwegsystem. Auch das ist, wenn man das System einmal verstanden hat, selbsterklärend. Stelle ich mir den Eingangsblock, der ja die Hinge-Buchsen am Eingang darstellt, links neben den Signalmischer. Dann habe ich auf diesen Faden jeweils meine einzelne Hinge-Buchse und kann das in Gruppen, jeweils da, wo ich 100% eintrage, ist die Verbindung. Das heißt, der Eingang 1 ist jetzt verknüpft mit der grauen Gruppe. Die graue Gruppe ist hier. Und an der grauen Gruppe hängen alle Lautsprecherausgänge, die grau markiert sind. Das heißt, mein Frontsystem 1 und 2, ich zeige es noch mal einmal live, also das Bild habt ihr so ein bisschen verinnerlicht. Als Beispiel, ich habe 4 Ausgänge vom Radio, Front und Heck, und möchte damit betreiben Frontsystem, Hecksystem und Subwoofer. Dann habe ich den Easy Setup Button genommen, ich kann das auch mal umstellen auf Deutsch. Automatisch einstellen, da gibt es die Option, verbinde mir alle Frontlautsprecher mit dem Fronteingang, die Hecklautsprecher mit dem Heckeingang und mache mir eine Non-Fading-Summe für den Subwoofer. Habe ich jetzt eingestellt. Und was ist passiert? Eingang 1, der linke, ist verbunden zu 100%, ohne Anhebung, ohne Absenkung, mit Ausgang 1, 3. Das sind meine Frontlautsprecher 1 und 3 und 2 und 4, jeweils der rechte Kanal. Die Gruppe RIA, die grüne, ist verbunden mit dem Ausgang 5, 6. Und da hat er mir eine Summe gemacht aus Front und Rear für den Subwoofer. Subwoofer ist die blaue Gruppe, ist jetzt gar nicht verbunden mit irgendeinem Ausgang. Subwoofer hängt am Ausgang 7 und 8. So, jetzt stimmt es. Das einmal zur grundsätzlichen Struktur, wie das Signalrouting aufgebaut ist. Das heißt, von hier rein in den Mixer wird auf die farblichen Gruppen zugewiesen und die jeweiligen Ausgangskanäle kann ich beliebig verknüpfen mit einem Signalpfad.
So, auch diese Nummer war im Prinzip mit einem Klick mit dem Easy Setup Button, da haben wir viele verschiedene unterschiedliche Konfigurationen vorgespeichert. Ein Klick drauf, dann stimmt schon mal das Signalrouting. Und dann können wir anfangen mit dem Soundtuning. Von den 20 Minuten sind jetzt noch 18 über, 2 haben wir gebraucht für Lautsprecherschutz und Test und das Routing einstellen. Verzögerung einstellen. Ganz am Anfang haben wir besprochen, wofür ist das nötig. Hier haben wir ein konkretes Beispiel. 2 Wege aktives Frontsystem, Tieftöner, Hochtöner und die einzelnen Abstände habe ich mal ausgemessen mit einem Maßband oder mit einem Zollstock. Natürlich ist Maßband oder Zollstock keine perfekte Methode, weil andere Faktoren mit reinspielen, Gruppenlaufzeit, Phasenverschiebung und so weiter. Es kommt dem aber sehr nah. Es ist der angesprochene Schritt in die richtige Richtung. So, jetzt kann ich mir die Mühe machen. Bei unserer Software ist es so gemacht, wir geben die Verzögerung in Millisekunden an. Aus technischer Sicht die richtige Methode. Gerade wenn man dazu übergeht, die Zeiten nicht mehr mit dem Zollstock zu messen, sondern einzumessen mit einem Impulssignal. Ist aber etwas verwirrend, weil ich theoretisch für jeden einzelnen Kanal, den ich verzögern möchte, Kanal 4, Tief-Mittelton vorne rechts, ist in aller Regel der am weitesten entfernte. Das ist meine Referenz, der wird nicht verzögert. Für jeden anderen Lautsprecher muss ich anhand der gemessenen Entfernung berechnen, wie ist die Verzögerung. Da berechne ich mir erstmal die Differenz zum weitesten entfernten, 123 cm minus den 85 cm, die ich auf dem linken Hochtöner habe. Teile diese Differenz durch die 34,2 pro Millisekunden, 34,2 cm und komme auf eine Verzögerung von 1,11 Millisekunden. Das stelle ich dann in dem grauen Block, den wir vorhin hatten, bei Delay, entweder mit den Pfeiltasten oder direkt eingetippt, stelle ich mir die 1,1 Millisekunden ein. Nächste Kanal, Kanal 2, ist die Differenz nicht ganz so groß, entsprechend die Verzögerung kleiner. So komme ich zu den korrekten Verzögerungen der einzelnen Lautsprecher. Da gibt es auch im Moment noch mit Trick beim nächsten Update final eine Hilfe zu. Und zwar kann ich das Messmenü missbrauchen. Auch das einmal kurz demonstriert. Der DSP ist in der Lage, theoretisch Laufzeiten in Verbindung mit einem Mikrofon selbstständig zu messen, teilautomatisch. Diese Messfunktion kann ich missbrauchen und kann genau die Abstände und diesmal nicht die Verzögerung, sondern den konkreten Abstand vom Ohr zum Lautsprecher kann ich hier eintragen. Da hatte ich 85 cm, da hatte ich glaube ich 97 cm. Da hatte ich 115 und da hatte ich 123 cm. Kann sein, dass es ein bisschen abweicht. Ich weiß jetzt nicht mehr konkret, was ich genommen habe. Und an dem Punkt kann ich sagen, berechne mir aus den tatsächlichen Abständen, das jetzt aktuell ist die Laufzeit, wie der Schall unterwegs ist. Für 85 cm braucht der Schall 2,48 Millisekunden. Bringt mich auch nicht weiter. Ich kann das aber automatisch kalkulieren lassen, den Button Werte berechnen und zum DSP senden. So, dann habe ich genau meine 1,1 Millisekunden Verzögerung, hat er mir ausgerechnet. Der ganz nebenbei noch mitberechnet ist der theoretische Schalldruckabfall. Das heißt, der Lautsprecher, der weiter weg ist, ist natürlich leiser am Ohr, haben wir vorhin gesprochen.
Doppelter Abstand heißt 3 dB weniger. Das berechnet er im Hintergrund mit und auch das kann ich mir direkt in den DSP speichern lassen. Wenn ich jetzt hier wieder rausgehe, dann habe ich hier meine technisch richtigen Delay-Werte über den Umweg des absoluten Abstands eingetragen. So, Time Delay einstellen, mit Zollstock im Auto rumhantieren, hat jetzt gedauert 3 Minuten. Wie gesagt, alles andere als perfekt, aber ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Und er hat mir schon die Pegel angeglichen. Verzögerung einstellen, einfach. Das nächste ist Aktivweichen einstellen. Verzögerung lassen wir jetzt erstmal so stehen. Wir machen das in 3 einfachen Schritten zu einem guten Ergebnis im Fahrzeug. Ich habe ja wieder die beiden Lautsprecher, die ich vorhin als Beispiel hatte, Pro 165 und den entsprechenden Hochtöner dazu. Gucke mir den Frequenzgang an und sehe, ich habe hier beim Tieftöner einen brauchbaren Bereich zwischen 60 und 2,2 Kilohertz. Und da gehört jetzt ein bisschen Feeling dazu und Datenblätter richtig lesen können. Ich könnte den natürlich theoretisch auch etwas höher ziehen, den Tieftöner, über die 2,2 Kilohertz hinaus. Sehe aber am Datenblatt, da fängt der Amplitudenfrequenzgang, also die Lautstärke des Lautsprechers, an Faxen zu machen. Ist nicht mehr linear und dann kann ich davon ausgehen, da fangen auch Probleme an. Immer wenn der Frequenzgang anfängt zu zappeln, fangen die Probleme an. In dem Fall hier ist es eine Membranresonanz, eine sehr leichte, harte Membrane, die irgendwann bei hohen Frequenzen anfängt, in Partialschwingungen zu zerbrechen und klanglich sich nicht mehr gut anhört. Also versuche ich diesen Bereich von vornherein auszublenden, indem ich dem Lautsprecher den Bereich gar nicht spielen lasse. Ich könnte höher gehen, kann versuchen, diese Resonanzen mit dem Equalizer oder Filter zu bedämpfen. Mehr Sinn macht es, das von vornherein auszublenden. Und da mal ein Tipp: Bei der Lautsprecherauswahl vielleicht am Anfang direkt darauf achten, ins Datenblatt, ein Blick ins Datenblatt, habe ich möglichst große überschneidende Bereiche, wo alle Lautsprecher in einem sinnvollen Bereich spielen. Das macht es später beim Einstellen im Auto deutlich einfacher und macht das Ergebnis, wenn man in so kurzen Schritten ein gutes Ergebnis erreichen möchte, viel besser. So, das deckt sich mit unserem Hochtöner. 1,6K war absolutes Minimum angegeben aus dem Datenblatt. Bei 2,2 Kilohertz würde ich ihn einsetzen, um das komplette Spektrum abzudecken. Das passt alles. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo viele gerade Einsteiger maßlos überfordert sind. Linkwitz, Bessel, Buzzerworth, Chebyshev. 6, 12, 18, 24 dB. What the fuck soll ich davon bitte einstellen? Wenn man mal richtig in die Akustik reingewachsen ist und die einzelnen Filtercharakteristika kennt und auch das Ohr so geschult ist, dass man die Unterschiede überhaupt hören kann, dann kann man sich damit mal befassen. Bis dahin ist das einfachste, absolut idiotensichere und gut funktionierende Filter ein Linkwitz-Filter. Linkwitz 24 dB. Oder als 12 dB Filter, wenn ich flacher trennen will. Also diese beiden nehmen wir mal als Auswahl. 12 dB Filter, wenn mein Pegelanspruch nicht so hoch ist. Wenn meine Laufzeitkorrektur
ziemlich genau auf den Punkt stimmt, weil unterhalb der Trennfrequenz fällt der Schalldruck relativ langsam ab. Beim anderen Treiber relativ langsam oberhalb der Trennfrequenz. Das heißt, die beiden Lautsprecher haben einen sehr breiten Bereich, wo beide spielen, wo sie sich überlappen. Und spielen beide mit reduziertem Pegel, ergänzen sich zum Gesamtpegel, im besten Fall 0. In dem Fall spielen aber Phasen- und Laufzeitfehler zwischen den beiden Lautsprechern eine sehr große Rolle. Das heißt, je exakter Phase und Laufzeit stimmen und je geringer mein Pegelanspruch ist, oder wenn ich nicht so eine Kapellmühle machen will, kann ich flacher trennen. Klingt oft ein bisschen musikalischer, harmonischer, muss aber mehr für stimmen. Wie gesagt, ein idiotensicheres Filter, was nicht immer perfekt sein muss, aber in die richtige Richtung geht. Linkwitz 24 dB. Relativ steile Trennung und das Linkwitz 24 dB hat den Vorteil, ich stelle bei beiden Filtern 2200 Hertz 24 dB Linkwitz ein und das Ganze ergänzt sich linear, ohne Überhöhung, ohne Buckel bei der Trennfrequenz zum resultierenden Frequenzgang. 0 dB. Das ist einfach, weil es legt mir keine Steine in den Weg für später. Der zweite Punkt ist, ein 24 dB Filter hat genau bei Trennfrequenz, ich habe hier mal als Darstellung 1 Kilohertz genommen, genau bei Trennfrequenz dreht mir das die Phase um 180 Grad. Müssen wir gar nicht genau wissen, was das genau ist, aber es ist eine zeitliche Verschiebung auf der Achse um 180 Grad. Und das machen beide Filter. Der Hochpass für den Hochtöner und der Tiefpass für den Tieftöner. In Summe habe ich also einmal den Hochpass bei minus 180 Grad Trennfrequenz, habe den Tiefpass bei plus 180 Grad bei Trennfrequenz. Die Erde ist eine Kugel, keine Scheibe und das Winkelmaß hört bei 360 Grad auf. Minus 180 bis plus 180 sind 360 Grad. Das heißt, sie spielen zwar eine Welle versetzt, aber sie spielen wieder phasengleich. Und damit hat das Linkwitz 24 dB weder einen Amplitudenfehler noch einen Phasenfehler. Gerade für Einsteiger sehr, sehr gut geeignet, weil es mir nicht zusätzliche Fehler reinbaut, die ich später wieder, warum auch immer, bekämpfen muss. Pro 6 dB Filter verschiebt sich die Phase bei Trennfrequenz um 45 Grad. Das heißt, möchte ich doch eine 12 dB Trennung, eine leichtere, manchmal etwas musikalischere Trennung einsetzen, dann schiebt sich beim Hochpass die Phase um minus 90, beim Tiefpass die Phase auf plus 90 Grad, in der Summe 180 Grad. Das heißt, in dem Fall muss ich ein Pärchen Lautsprecher verpolen, damit es wieder passt. Weil die sind jetzt 180 Grad versetzt. Eine Verpolung entspricht einer Phasendrehung 180 Grad. Dann stimmt das wieder. Dann kommt dieser Frequenzgang raus. Mache ich diese Verpolung nicht, 180 Grad Phasenversatz heißt, dass die bei Trennfrequenz genau gegeneinander spielen. Die positive Welle vom einen Treiber trifft auf die negative Welle vom anderen Treiber. Das Ergebnis im Frequenzgang ist übertrieben, genau bei der eingestellten Trennfrequenz eine perfekte Auslöschung. Wie gesagt, 24 dB, Filter 4. Ordnung, 360 Grad Versatz. Das heißt, ich lasse die Phasen alle auf 0 stehen, da ändere ich gar nichts dran, passt. Wenn es aus irgendeinem Grund, weil der Treiber es erfordert, eine unsymmetrische oder ungerade Trennung, 3. Ordnung und 2. Ordnung kombiniert, dann komme ich mit einer simplen Phasendrehung nicht mehr hin.
weil alle 6 dB, 45 Grad. In dem Fall habe ich mal eingestellt hier ein 12 dB und einen 6 dB Filter, also einen sehr flachen und einen 12 dB Filter. Verursacht insgesamt plus 45 Grad, minus 90 Grad, 135 Grad Phasenversatz. Das heißt, ich bekomme diese beiden Chassis mit einfachem Verpolen nicht mehr phasengleich. So, ist jetzt genau das Beispiel, habe ich mal eingestellt hier auf einem linken und einem rechten Kanal. 45 minus 90, 135 Grad. Das geht jetzt über den Einsteigerkurs ein bisschen hinaus, aber auch das kann man korrigieren mit einem stufenlosen Phasenschieber. Damit man es mal gesehen hat, bei uns heißt der Phase C. Der zeigt mir die Phasenlage von allen Lautsprechern an. Ich habe den jetzt auf Kanal 1 aktiviert, auf dem Treiber, der mit 45 Grad Versatz spielt, und kann den jetzt entweder automatisch oder manuell falsch, ich muss den anderen nehmen. Kann natürlich nur oh, jetzt komme ich hier mit meiner eigenen Software nicht mehr klar. Ne? Ja, deswegen war Marco auch so entsetzt, dass du willst mit Hans anfangen. Ja, schon interessant. Ich dachte, es gibt eine kleine Rennstufe. So, jetzt kann ich den mit dem Phasenschieber. Normal funktioniert das auch automatisch. Ich brauche nur den Treiber wählen, wo ich ihn auf normalisieren will. Auf die gleiche Phasenlage manuell schieben. Wie gesagt, für den Anfang nicht wichtig, für später, damit man es mal gehört hat. So, jetzt an der Stelle habe ich eine unterschiedliche Trennung, 6 dB, 12 dB, 1000 Hertz, mit identischer Phasenlage, beides minus 90 Hertz, passt wieder. Also wie gesagt, mir ist da, ich denke mal, das Ähnliche aufgefallen, wo beim letzten Mal auch. Ich habe jetzt nichts gehört, wo ich jetzt war, irgendwas groß angebunden würde, was mich damals Haben wir gehabt, wie man die Trennfrequenzen einstellt? Ja, ne? Oder kommen wir da nicht? Gut, kurz aus dem Tritt gekommen. Also, für den Einsteiger, idiotensicher, 24 dB Linkwidth, 12 dB bei Bedarf. Alles andere sollte man sich vorher ein bisschen mit Akustikphase und so weiter beschäftigt haben. Dann sind wir mit Aktivweichen auch schon fertig. Wir haben Delay eingestellt, wir haben die Aktivweichen eingestellt, den Lautsprechern die Frequenzbereiche zugewiesen. Wenn man einen ordentlichen Einbau gemacht haben, sollte das jetzt schon ganz ordentlich klingen. Jetzt geht es noch darum, unterschiedliche Lautsprecher haben einen unterschiedlichen Wirkungsgrad. Je größer der Wirkungsgrad ist, umso mehr Schalldruck macht ein Lautsprecher aus gegebener Leistung. Kombinieren wir unterschiedliche Lautsprecher, muss das natürlich angeglichen werden. Das ist in der Praxis
Häufig deutlich weniger, als man eigentlich annehmen sollte. Und deswegen auch vorhin diese automatische Berechnung der Absenkung des Lautsprechers, der näher ran ist, gegenüber der rechten Seite. Nicht übertreiben. Hier haben wir wieder unsere beiden Lautsprecher. Die sind mal generell sehr ähnlich laut. Jetzt geht es ja bei den Leveln auch darum, der rechte ist leiser als der linke. Nicht unbedingt, nicht wirklich. Der linke ist zwar näher dran, spielt aber sehr häufig auch deutlicher auf Winkel. Ich höre den auf einem größeren Fehlwinkel. Der linke Lautsprecher, das sind mal locker 70 Grad, wenn er gerade eingebaut ist in der Tür. Der rechte Lautsprecher, deutlich weiter weg, auch gerade eingebaut, sind vielleicht noch 45, 30 Grad. Und deswegen ist der rechte Lautsprecher zwar aufgrund der Entfernung leiser, aufgrund des besseren Winkels aber wieder lauter. Und das führt dazu, dass man in der Praxis an der Stelle beim Ausgleich zwischen rechts und links sprechen wir meist über 1,5 dB. Mehr ist es nicht. Und das ist dann Feintuning. Wo ist meine Bühne justiert? Sitzt du nachher bei mir nicht auch mit drin, wenn der bei mir bewegt? Habe ich natürlich krass unterschiedliche Chassis. Habe ich einen Tieftöner, der nur 80 dB Wirkungsgrad hat und einen Hochtöner mit 95, dann sehe ich das direkt aus dem Datenblatt und muss diese Korrektur in der Software schon eintragen. Und wenn wir an dem Punkt sind, dann können wir einschalten und ich wette, das Auto klingt schon 100 Mal besser als vor 10 Minuten. Dann geht es noch an ein bisschen Feinschliff. Auch das kann man, wenn man weiß, was man tut, theoretisch herleiten. Zum Beispiel die Membranresonanz beim Pro 165 ist ziemlich genau bei 4500 Hertz. Die sehe ich schon im Datenblatt, die ist da. Den Lautsprecher kann ich einbauen, wie ich will. Der Fehler wird auch immer da bleiben. Und in dem Moment, wo ich hier den Filter setze, das wird ja nicht krass abgeschnitten bei 2200 Hertz. Die Energie wird langsam rausgenommen. Haben wir noch im Bild. Die Energie durch die Aktivweiche, durch die Frequenzweiche sinkt langsam. Das heißt, der spielt immer noch, obwohl abgesenkt, ist diese Membranresonanz immer noch hörbar. Das ist ein Fall für den Kanal-Equalizer, den wir in den Ausgangsfaden haben, weil es ganz klar ein Fehler dieses einzelnen Lautsprechers ist. Und den sollte ich beheben, zumindest wenn er so ist wie hier, mal 6 dB lauter. Mache ich eine 12 dB Trennung, ist der immer noch deutlich hörbar, der Puckel. Bei 4,5 Kilohertz, das klingelt auch richtig im Ohr, also wegmachen. Brauche ich ein Equalizer-Band, dann bin ich hier mit dem Lautsprecher schon im Bereich, der spielt sauber, der spielt einfach gute Musik. Beim Hochtöner haben wir im Frequenzgang ein leichtes Aufbuckeln bei 10 Kilohertz. Das kann theoretisch schon damit behoben sein, dadurch, dass wir den ein bisschen auf Fehlwinkel hören, nicht direkt auf Achse, dass der dann schon linear spielt. Ist es aber später bei einer Frequenzgangmessung immer noch sichtbar und ich möchte den absenken, machen. Ich bin hier schon an einem Bereich, da spreche ich vom Feinschliff. Und für diese Korrekturen im gesamten Frequenzgang benutzen wir den Hauptequalizer. Der Equalizer, wo alle Lautsprecher dranhängen von dem Frontsystem, hat den einfachen Grund, nicht nur die Aktivweiche verändert die Phase, auch jeder Einsatz vom Equalizer verändert die Phase. Das ist aber vollkommen egal, solange alle Lautsprecher identisch verändert werden. Weil die relative Phase zwischen den Lautsprechern, wenn da was nicht stimmt, das hören wir.
Die absolute Phase ist für den Menschen nicht wahrnehmbar. Und wenn wir den einsetzen, wie drücke ich mich jetzt geschickt aus zwischen Techniker und Marketingmensch? Es ist tatsächlich so, 30 Bänder zum Equalizen für ein komplettes Lautsprechersystem vorne reicht satt und genug. Wir haben tatsächlich Anfragen, ob es nicht möglich ist, was mit 60 Bändern zu machen, ob wir nicht 30 Bänder pro Lautsprecher machen können. Kommt natürlich darauf an, wie ich die einsetze. Ich kann diesen Fehler, genau diesen Fehler im Frequenzgang, der Hochtöner ist mir ein bisschen zu aggressiv. Wenn ich Pegel mache, der klingelt ein bisschen im Ohr, ich möchte den ein bisschen runternehmen. Genau diesen Fehler kann ich entweder mit einem Band absenken, bei 10.000 Hertz, dann gehe ich mal eben unten rein, verändere die Güte. Die Güte sagt nichts anderes. Je kleiner die Güte, umso breitbandiger ist der Einsatz dieses Bandes. So, dann habe ich diesen Frequenzgangverlauf, der ziemlich genau das Gegenteil ist von dem Fehler des Lautsprechers, und ich habe das perfekt kompensiert, ohne Faxen. Ich kann aber auch zu den Jungs gehören, die mit 180 EQ-Bändern nicht hinkommen, weil sie für diesen einen Fehler alleine schon 10 EQ-Bänder brauchen. Die machen das nämlich so. Und wenn ich mich auf Facebook durch die diversen Gruppen zeppe, wo ja immer schön das Laptop mit den DSP-Einstellungen, dann sehe ich diese Art Kammfilter bei jeder zweiten Einstellung. Also einen parametrischen Equalizer, weiß ich nicht, warum man den gebaut hat, der wird einfach nicht benutzt draußen. Dann kommt nämlich sowas bei raus, dass zwischen den Bändern jeweils wieder der kleine Peak ist, und den gleichen Effekt bekomme ich hin mit einer grob falsch eingestellten Laufzeitkorrektur. Dann baue ich auch so einen Kammfilter rein. Ist nicht Sinn der Sache. Also auch Equalizer. Sparsam einsetzen. Es tut es teilweise sogar schon. Ein Handy mit einer Frequenzgang-App, mit einer RTA-App. Das ist schon empfindlicher als jedes Ohr, wenn man einfach überhaupt keinen Plan hat davon. Ich merke, es stimmt irgendwo was nicht, aber ich habe noch nicht das Gehör dafür rauszuhören, welcher Frequenzbereich das ist. Eine Handy-App, RTA Pro zum Beispiel. Reicht für einen Anfänger vollkommen aus. Ein rosa Rauschen draufgelegt und dann sehe ich genau, welcher Frequenzbereich schießt mir oben raus und welcher klingelt mir da gerade im Ohr rum, dass es sich nicht gut anhört. Dann gibt es die berühmte Auto-HiFi-Referenzkurve, weil im Gegensatz zu Home-HiFi, wo die Raumakustik perfekt ist, macht man es im Auto ja so, dass man im Bassbereich mit einer Anhebung arbeitet bis so um die 10 dB und im Gegenzug im Hochtonbereich absenkt. Da kurz zum theoretischen Hintergrund, warum ist das überhaupt so? Warum klingt linear zu Hause gut und im Auto nicht? Den angehobenen Bassbereich braucht man im Auto zum einen, damit es Spaß macht. Zum anderen sind natürlich gerade Abroll- und Motorgeräusche genau in dem Bassbereich, was sich dann teilweise aufhebt, muss kompensiert werden. Der Hochtonbereich, wenn der im Auto linear durchläuft, klingt meist viel zu laut, viel zu aggressiv, und das liegt genau an diesem Konglomerat an Reflexionen von den Scheiben. Dass ein einzelner, simpler, abgestrahlter Hochtöner vom Lautsprecher 15-fach bei mir am Ohr ankommt, mit verschiedenen Verzögerungen und verschiedenen Frequenzgangverbiegungen, und dadurch, dass es dann markübergreifend, also verschiedene Sensibilitätsbereiche des Ohrs betrifft, werden die als überlaut empfunden. Deswegen senken wir das ab im Auto, um nicht gemessen, aber gefühlt
einen linearen Frequenzgang zu erreichen, wo man sich dran orientieren kann. So, wie gesagt, bis hierhin ist diese ganze Einstellung alleine durch ein bisschen Know-how. Ich muss wissen, was bewirkt überhaupt welche Einstellung und warum ist das so gemacht. Rein auf theoretischem Weg, und ich schwöre euch, wer sich diese 15 Minuten Zeit nimmt und das kleine bisschen Basics, was wir heute gemacht haben, verinnerlicht hat, der kommt auf Anhieb auf ein sehr, sehr akzeptables Ergebnis. Löchert mich mit Fragen, Anregungen oder was ihr blöde fandet. Es gibt bestimmte Bereiche im DSP, die wir nochmal in der Praxis demonstrieren wollen. Vielleicht nochmal so ein Altpassfilter, wofür der da ist, wofür der von Autoherstellern benutzt wird und wie man den richtig einsetzt. Ja. Allpassfilter generell, wir fangen wieder klein an, beeinflusst nicht den Frequenzgang, also nicht die Lautstärke des Signals, sondern alleine das Zeitverhalten des Signals, die Phase. Das wird von Fahrzeugherstellern teilweise auch gar nicht dumm eingesetzt. Ich kann zum Beispiel mit einem Allpassfilter, ich habe da irgendwann vor langer Zeit mal was gemacht, das habe ich auch gestern Abend noch mal wieder reaktiviert. Mal zum Thema Phase, was ja unmittelbar damit zusammenhängt. Das ist einfach mal eine kleine Simulation. Ich habe einen Sinus-Sweep dargestellt, optisch. Das ist Signal von einer Seite, linke Seite im Auto. Ich habe den anderen Lautsprecher, rechte Seite im Auto. Wenn Zeit und Phase übereinstimmen, addieren sich die beiden Signale an jedem einzelnen Punkt zu einer Welle, die doppelt so groß ist. Perfekte Addition. Starte ich das Ganze nochmal und simuliere. Auf einer Seite einen Phasenfehler. Das heißt, im Zeitverhalten, das ist die Zeitachse, im Zeitverhalten eines Lautsprechers stimmt was nicht. Die Welle ist verschoben. Wenn man genau hinguckt, sieht man es. In der Addition sieht es so aus. An der Stelle ist das Signal, dadurch, dass der Versatz fast 180 Grad ist das Signal auf fast 0 zusammengebrochen. Und das nutzen die Fahrzeughersteller, diesen Effekt nutzen die Fahrzeughersteller, Hyundai zum Beispiel, um Dröhneffekte durch Resonanzen in der Fahrzeugkabine zu minimieren. Ich kann ohne die Leistung des Lautsprechers bei dieser Frequenz zu verändern, kann ich doch eine komplette Auslöschung des Signals erzeugen und damit einen Dröhneffekt im Fahrzeug zum Beispiel reduzieren. Das ist der Grund, warum Hyundai und Seat ist auch stark. Die haben Allpässe so im Bereich 80, 90, 120 Hertz. Deswegen werden die eingesetzt. Die werden auch teilweise eingesetzt im Mitteltonbereich, 1500, 2000 Hertz, um ohne Laufzeitkorrektur einigermaßen kompatibel für beide Sitze eine Zeitdifferenz hinzubekommen, dass sich die Bühne mehr in die Mitte verschiebt. Das ist keine perfekte Bühnenabbildung, aber der Klang fokussiert sich ein bisschen mehr vor uns. Funktioniert sogar in der Praxis ziemlich gut. Solange wir Trottel nicht dahin kommen und ein ordentliches Aktivsystem mit einer Laufzeitkorrektur einbauen, dann passt das nämlich vorne und hinten nicht mehr. Verzögere ich nämlich noch zusätzlich
eine Seite. So, hier ist also nicht nur der Phasenfehler drin, hier ist auch eins von den beiden Signalen zeitlich verschoben. Es startet etwas später. Dann kommt das bei raus. Hier habe ich meinen Phasenfehler und bei jeder Verdopplung der Frequenz bricht mir das Signal komplett auf 0 weg. Der berühmte Kammfilter, der entsteht durch falsch eingestellte oder nicht eingestellte Laufzeitkorrektur. Das ist genau das, was passiert, wenn wir in einen Hyundai oder einen Seat, der ab Werk Allpassfilter hat, unsere Standardanlage so einbauen, als hätte er das nicht. Dann schlägt der Fehler so durch und das klingt in der Praxis gruselig. Sieht aus wie ein Herzschlag. Das ist relativ einfach auszumessen. Auch wieder mit unserer Software teilautomatisch. Wer da mehr Interesse, tieferes Interesse daran hat, demonstriere ich gleich gerne bei mir im Auto. Da kann man es eben machen. Das ist eine Messung, die dauert 10 Sekunden, einmal einen Sinusweb durchlaufen lassen. Der DSP misst simultan beide Eingangskanäle links und rechts und zeigt mir anhand der Addition der beiden Signale den genauen Phasenverlauf an. Und in dem Moment, wo ich das rausgemessen habe, kann ich das auch einfach korrigieren. Denn ich setze mal die Zeit wieder auf 0 von Kanal 2. So, Hyundai hat mir auf dem rechten Kanal hier den Phasenfehler reingebaut, den simulierten. Genau den gleichen Phasenfehler baue ich mir auf den anderen Kanal. Identischer Phasenfehler jetzt auf beiden Kanälen, einmal von Hyundai, einmal von mir. Absolute Phase, weil nur ein Lautsprecher spielt. Relative Phase ist zwischen den beiden Lautsprechern. Absolute Phase ist bei beiden falsch, aber absolute Phase kann ich als Mensch nicht hören. Die Summe stimmt. Mit Phasenfehler, aber Summe stimmt. Mit einem absoluten Phasenfehler, den ich nicht hören kann. Erklärt? Oder wir können ruhig tiefer gehen. Ich habe... Es ist noch hell. Ja? Nächste Frage. Nach dem Equalizen, wenn ich dann das Feintuning mache, ändert sich ja die Phase nochmal. Muss ich zum Schluss dann nochmal das alte überprüfen, dass ich dann nochmal die Phase nachstelle? Ändert sich dann wieder die Kurve? Nein. Habe ich die Software zugemacht? Ja, ne? Das ist genau der Grund, warum wir diese Gruppen-Equalizer eingeführt haben. Die Aktivweiche verursacht einen Phasenfehler, haben wir vorhin gehabt. Ein Phasenfehler heißt, es ist ein Zeitfehler, ein Delay bei einer bestimmten Frequenz. Delay eingestellt, Aktivweiche eingestellt, beeinflussen sich gegenseitig. Stelle ich das Delay nach, verändere die Aktivweiche. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir hier Richtung die 72 Jahre laufen können, wenn man es übertreibt. Es ist ein ständiges Wechselspiel. Ändere ich den einen Faktor, ändere ich den anderen Faktor mit und muss immer wieder nachjustieren. Habe ich aber einmal den Punkt erreicht, dass meine Aktivweichen stehen und mein Delay steht, dann nutze ich den
Gruppenequalizer, den Main Equalizer, weil der die Phase von allen angeschlossenen Lautsprechern identisch ändert. Und damit haben wir nur einen absoluten Phasenfehler durch den Hauptequalizer, den wir nicht mehr hören können. Meine Stimmigkeit zwischen den Lautsprechern bleibt aber erhalten. Patrick, haben wir noch Online-Fragen? Wo man in Pegel einstellt. In der GUI? Ja. Level, dB. Noch einmal zurück. Kann man entweder mit den Pfeiltasten oder direkt eingeben. Und dann gibt es auch eine ganz praktische Funktion im Pro-Mode. So, in dem Fall habe ich Kanal 1 3 dB abgesenkt. Im Profi-Modus sind die einzelnen Kanäle gruppiert. Das heißt, alle linken Lautsprecher Front sind meine Gruppe A, alle rechten Lautsprecher Front sind meine Gruppe B. Mein Hexsystem ist C und D. Und jetzt kann ich mit den Summentasten hier unten kann ich sagen, ich möchte zum Beispiel nur meine linke Seite Front, nur die Gruppe A etwas leiser machen. Und dann sehe ich, reagiert auf den Kanälen. Oder ich kann sagen, ich möchte mein komplettes Frontsystem etwas lauter machen. Reagiert dann auf allen 4 Kanälen. Kann auch ins Plus gehen. Im DSP-Monitor haben wir eine Anzeige für die Aussteuerung. Ich habe hier leider kein Signal dran. Ich kann mal einfach ein Mikrofon an meine Messkarte. So, ich sehe die Aussteuerung anhand der VU-Meter, anhand der Balken. 0 dB ist Vollaussteuerung, darüber soll es nicht gehen, dann fängt es Clipping und Verzerren an. Ist meine Quelle zu schwach, dass ich nicht komplett aussteuern kann, erreiche ich nicht die maximale Ausgangsleistung, die das Produkt liefern kann. Habe ich also zum Beispiel eingangsseitig bei voll aufgedrehtem Radio absolut Anschlag, Clipping, Verzerrung mal ganz außen vor. Die maximale Spannung, die mein Radio liefern kann, reicht, um minus 6 dB zu erreichen. Dann kann ich bedenkenlos am Ausgang 6 dB plus geben und ich bleibe immer im grünen Bereich, ohne Clipping, ohne Verzerrung. Sonst noch Fragen? Pilotton. Sag doch mal was zum Unser Weihnachtsgeschenk. Zum Beispiel. Pilotton. Ach, das hast du jetzt gerade hier gesehen, ne? Nee, ich habe meine Brille nicht auf. Okay. Immer mehr Autoradios sind von dem, was da rauskommt an den Lautsprecher, oder im besten Fall haben wir noch Hinge-Ausgänge, aber gerade Werksradios, wir haben nur High-Level-Ausgänge, mit im Fall von Hyundai Frequenzgangverbiegungen, Phasenverbiegungen, minderwertigen Endstufenchips, schlicht Kernschrott. Unbrauchbar aus HiFi-Gesichtspunkten. Jetzt hat aber heute jeder DSP auf dem Markt hat jeder Anwender sein Handy, der DSP ist normal analog verbunden, ich schalte das Ganze ein und es klingt wie Grütze, weil das Radio halt unbrauchbar ist. Fast jeder Anwender heute schleppt sein komplettes Musikrepertoire auf dem
auf dem Handy mit rum, nutzt Spotify oder auch als Wave in der Bibliothek abgelegt, ist mal egal. Und jeder DSP hat einen digitalen Eingang, optisch oder koaxial. Dann kann man in der simpelsten Form so ein USB auf SPDIF-Adapter, gibt es bei Amazon für $5. Und das Ding läuft nativ an jedem Handy. USB-Kabel dran und mein Handy hat einen optischen Digitalausgang. Verbindung, Verbindung. Oder alternativ natürlich Bluetooth. Können auch viele DSPs als Bluetooth-Empfänger. Jedes Handy kann das senden. Jetzt haben wir zwar ein astreines, blitzsauberes Signal, die Musik klingt wieder so, wie sie klingen soll. Wir haben das Problem, wir können die Lautstärke nicht regeln, weil es am Radio und an den Lenkradtasten komplett vorbeigeht, das Signal direkt in den DSP. Das ist aus klanglicher Sicht perfekt, aus Komfortgesichtspunkten Grütze. Weil in dem Moment, wo ich diesen Digitalstream höre, höre ich auch meine Park-Distance-Control nicht mehr, ich höre meine Navi-Stimmen nicht mehr. Und ich muss jedes Mal irgendwas umschalten, wenn ich einen Telefonanruf reinbekomme. Also irgendwo, so ein Auto ist ja nicht nur zum Musik hören, das wird ja auch benutzt. So, Pilotton ist folgendes. Pilotton ist ein spezieller Ton, der wird mit der GUI, mit der Software ist der integriert. Sobald man die Funktion aktiviert in der Software, Pilotton Detection, in dem Moment wird auf dem Desktop ein Ordner erstellt. Pilottöne Mosconi. Diesen Pilotton brenne ich mir entweder auf CD oder auf USB-Stick oder wie auch immer und spiele den mit meinem Werksradio ab. In dem Moment, wo der DSP den Pilotton erkennt, schaltet er automatisch um auf den digitalen Eingang und regelt entsprechend die Lautstärke nach der Lautstärke, wie der Pilotton reinkommt vom Werksradio. Damit habe ich die Lautstärkeregelung schon mal komplett wieder über meine Lenkradtasten oder über mein Werksradio. Ich habe aber zusätzlich, ich werde angerufen im Fahrzeug, mein Werksradio unterbricht den Pilotton und mein DSP schaltet in Windeseile wieder zurück zum Werksradio und ich kann telefonieren. Gespräch beendet. Pilotton läuft weiter, geht wieder zurück auf meinen digitalen Zuspieler. Das ist Pilotton. Im Prinzip machst du damit dein verranztes Werksradio zur Fernbedienung für dein DSP. Gut, das ist was für dich, ne? Ich sehe das an deinen Augen. Ne? Auch das kann ich gleich gerne draußen demonstrieren. Wer da Interesse dran hat, habe ich hier dabei. So, ansonsten, dann danke ich fürs Zuschauen, wenn keine Fragen mehr sind. Ich bin auch hier bis 17, 18, 19 Uhr bestimmt. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Tschüss, Welt.